Seit Jahrhunderten erzählt man sich die Geschichte eines Königs, der ein Schwert aus einem Stein zog und damit bewies, dass er der rechtmäßige Herrscher Britanniens war. Man erzählt von einem mächtigen Zauberer, mutigen Rittern und einer Legende, die bis heute Millionen Menschen fasziniert. Doch hinter all diesen berühmten Geschichten verbirgt sich eine viel größere Frage. Hat König Arthur wirklich gelebt? Oder ist er nur eine der größten Legenden Europas? Tatsächlich gibt es bis heute keine eindeutigen Beweise für seine Existenz. Trotzdem taucht sein Name seit Jahrhunderten in Chroniken, Gedichten und Erzählungen auf. Um herauszufinden, wie aus einem möglichen Krieger die berühmteste Gestalt der europäischen Geschichte wurde, müssen wir mehr als 1500 Jahre zurückreisen. In eine Zeit voller Kriege, Chaos und Geheimnisse. Im Jahr 410 nach Christus geschah etwas, das die Geschichte Britanniens für immer verändern sollte. Das Römische Reich, das die Insel fast 400 Jahre lang beherrscht hatte, zog seine letzten Legionen ab. Plötzlich standen die Städte und Dörfer ohne Schutz da. Straßen verfielen, Festungen wurden aufgegeben und immer häufiger griffen feindliche Stämme die Küsten an. Vor allem die Sachsen, Angeln und Jüten nutzten das entstandene Machtvakuum. Für die Menschen begann eine Zeit voller Angst, Unsicherheit und endloser Kämpfe. Viele Historiker glauben, dass genau in dieser Epoche die Grundlage für die Arthur-Legende entstand. Denn wenn ein Land im Chaos versinkt, wächst auch die Hoffnung auf einen Helden, einen Anführer, der sein Volk vereint und die Dunkelheit vertreibt. Doch gab es einen solchen Mann wirklich? Wenn König Arthur wirklich existierte, müsste sein Name eigentlich in den Chroniken seiner Zeit auftauchen. Doch genau hier beginnt das Rätsel. Die ersten Berichte über Arthur erscheinen erst viele Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte nach den Ereignissen, die sie beschreiben. Historiker vermuten deshalb, dass sich hinter der Legende ein echter Heerführer verbergen könnte. Ein Krieger, der mehrere Schlachten gegen die angelsächsischen Eindringlinge gewann und später zur Symbolfigur eines ganzen Volkes wurde. Andere glauben dagegen, Arthur sei niemals eine einzelne Person gewesen, sondern eine Figur, die aus den Geschichten verschiedener Helden entstand. Je tiefer man in die alten Quellen eintaucht, desto schwieriger wird es, Wahrheit und Legende voneinander zu trennen. Doch genau an diesem Punkt beginnt die berühmteste Geschichte Europas erst richtig. Einer der bekanntesten Momente der Arthur-Legende erzählt von einem Schwert, das tief in einem Stein steckte. Viele Ritter und Adlige versuchten, es herauszuziehen, doch niemand schaffte es. Erst ein junger Mann namens Arthur gelang das Unmögliche. Mit einem einzigen Zug löste er das Schwert aus dem Stein und bewies damit, dass er der rechtmäßige König Britanniens sei. Doch genau wie viele andere Teile der Legende gibt es auch für diese Geschichte keine historischen Belege. Sie tauchte erst Jahrhunderte nach der Zeit auf, in der Arthur gelebt haben soll. Historiker gehen deshalb davon aus, dass diese Erzählung eher ein Symbol war. Nicht die körperliche Stärke machte einen König aus, sondern sein rechtmäßiger Anspruch auf den Thron. Trotzdem wurde das Schwert im Stein zu einem der berühmtesten Bilder der europäischen Geschichte. Mit der Zeit wurde die Legende um König Arthur immer größer. Neue Figuren kamen hinzu und machten aus einer möglichen historischen Geschichte eine der berühmtesten Erzählungen Europas. Die bekannteste unter ihnen war der geheimnisvolle Zauberer Merlin. In den mittelalterlichen Geschichten gilt er als weiser Berater, der Arthur schon als Kind beschützte und ihn auf seinen Weg zum König vorbereitete. Ob Merlin jemals existierte, ist jedoch ebenso unklar wie die Existenz Arthurs selbst. Viele Historiker vermuten, dass seine Figur auf mehreren keltischen Druiden, Gelehrten oder legendären Propheten basiert. Ebenso berühmt wurden die Ritter der Tafelrunde. An einer runden Tafel sollte niemand einen höheren Rang als der andere haben. Sie stand für Gleichheit, Ehre und Loyalität. Gemeinsam kämpften die Ritter für Frieden und Gerechtigkeit und wurden zum Vorbild für den mittelalterlichen Ritterkodex. Auch wenn vieles davon wahrscheinlich der Fantasie späterer Autoren entsprang, prägte diese Vorstellung das Bild des idealen Königs bis heute.
Doch keine Geschichte machte die Ritter der Tafelrunde berühmter als ihre Suche nach dem Heiligen Gral. Der Legende nach war der Gral der Kelch, den Jesus Christus beim letzten Abendmahl benutzt haben soll. Später soll er zu einer heiligen Reliquie geworden sein, die ihrem Finder göttlichen Segen, Weisheit oder sogar ewiges Leben schenken konnte. Für Arthur und seine Ritter war die Suche nach dem Gral deshalb weit näher als ein Abenteuer. Sie galt als eine Prüfung des Charakters, des Glaubens und der Reinheit des Herzens. Nur der edelste Ritter sollte den Gral finden können. Historische Beweise für seine Existenz gibt es allerdings keine. Die Geschichten über den Heiligen Gral entstanden erst im Mittelalter und wurden von verschiedenen Schriftstellern immer weiter ausgeschmückt. Dennoch faszinierte die Suche nach diesem geheimnisvollen Schatz Generationen von Menschen und machte die Arthur-Legende endgültig zu einem festen Bestandteil der europäischen Kultur. Heute gehört der Heilige Gral zu den bekanntesten Symbolen für Hoffnung, Glauben und das Streben nach dem Unmöglichen. Trotz der unzähligen Geschichten bleibt bis heute eine entscheidende Frage unbeantwortet. Hat König Arthur wirklich existiert? Historiker suchen seit Jahrhunderten nach einer eindeutigen Antwort. Doch bislang wurde kein Grab, keine Inschrift und kein zeitgenössisches Dokument gefunden, das seine Existenz zweifelsfrei bestätigt. Einige Forscher vermuten, dass Arthur ein britischer Heerführer gewesen sein könnte, der mehrere Siege gegen die Sachsen errang und dessen Taten später zu einer Legende wurden. Andere halten ihn für eine Symbolfigur, die aus den Geschichten verschiedener Krieger entstand. Mit jeder neuen Entdeckung scheint das Rätsel eher größer als kleiner zu werden. Sicher ist nur, dass sich Geschichte und Mythos im Laufe der Jahrhunderte immer stärker miteinander vermischten. Genau deshalb lässt sich heute kaum noch erkennen, wo die historischen Ereignisse enden und die Legende um König Arthur beginnt. Doch vielleicht liegt gerade in diesem Geheimnis der wahre Grund, warum seine Geschichte bis heute Menschen auf der ganzen Welt begeistert. Vielleicht werden wir niemals mit Sicherheit erfahren, ob König Arthur tatsächlich gelebt hat. Doch genau das macht seine Geschichte so außergewöhnlich. Über viele Jahrhunderte hinweg wurde die Legende immer wieder weitererzählt, verändert und an jede neue Generation angepasst. Aus einem möglichen Krieger wurde ein gerechter König. Aus einer historischen Erinnerung entstand eine der größten Sagen Europas. Seine Geschichte inspirierte Schriftsteller, Künstler, Filmemacher und Historiker gleichermaßen. Noch heute suchen Archäologen nach neuen Hinweisen, während Millionen Menschen die Abenteuer von Arthur, Merlin und den Rittern der Tafelrunde kennen. Ob Wahrheit oder Mythos, König Arthur wurde zu einem Symbol für Mut, Gerechtigkeit und Hoffnung in einer Zeit voller Chaos. Vielleicht liegt genau darin sein wahres Vermächtnis. Denn manche Geschichten überleben nicht, weil sie vollständig bewiesen sind, sondern weil sie Menschen über Jahrhunderte hinweg berühren. Und genau deshalb lebt die Legende von König Arthur bis heute weiter.